Genau. Ich übergebe. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit allem, was wir jetzt eigentlich schon davor geklärt hatten. Also, wir beginnen, sobald hier ein Countdown runtergezählt werden und dann lauft ihr alle einfach bitte nach Norden. Du kannst dich joinen. Was kommt bei dir von der Fehlermeldung? Während ihr nach Norden läuft, versucht ihr möglichst wenig Damage zu kriegen, weil ihr das Damage nur durch Regenerationseffekte regenerieren könnt. Also jetzt nicht durch Essen oder so. Hungerbalken müsst ihr natürlich trotzdem auffüllen, damit ihr nicht langsamer werdet oder so. Nach 5 Minuten könnt ihr euch gegensätzlich Schaden machen. Ihr könnt davor aber auch schon Mobs Schaden machen. Spielzeit ist genau 1 Stunde. Also ihr müsst 1 Stunde in eine Richtung laufen und ja, wer am Ende am weitesten kommt, hat gewonnen. Ihr könnt auch gerne bei unserem Partner vorbeischauen, da mal einen Stream vorbeischauen. So, solltet ihr sterben während dem Spielen, seid ihr natürlich ausgeschlossen. Da steht dann, weiß nicht genau, was da steht, aber ihr seid dann gebannt sozusagen, könnt nicht während dem Spiel beitreten. Hat den Hintergrund, dass ihr nicht mit Spectator andere Leute suchen könnt und deren Position verraten könnt, etc. Ja, dann warten wir nochmal kurz. Genau. Ihr habt 1000 Blöcke rechts und links, wo ihr laufen könnt, von Norden, wo ihr euch ein bisschen verteilen könnt. Und ja, Strategie ist jedem selber überlassen. Aber ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, weil ich denke, es gibt ein paar coole Sachen zu gewinnen und je mehr Leute hier mitmachen, desto höher wird der Gewinn. Genau. Sobald es gleich losgeht, ihr bekommt alle gleich oben was eingeblendet. Daran könnt ihr sehen, in welche Richtung ihr euch bewegen müsst. So. Ihr seht einmal die Richtung, also da ist ein riesiger Pfeil. Na, was heißt riesig? Es ist auf jeden Fall ein Pfeil zu sehen. Und ihr müsst einfach nur dem Pfeil folgen. Immer dem Pfeil hinterher. Ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen, wenn man dem Pfeil folgt. So schaut's aus. Ja, sind dann alle da, die mitmachen wollen? Ja, Stine, wie schaut's bei dir aus? Doc fehlt noch? Okay, dann warten wir noch auf ihn. Okay. Sonst nochmal die eigene Info. Ich denke, jeder weiß inzwischen, was ein Death Run bedeutet oder wie ein Death Run gespielt wird. Sollte klar sein, nehme ich an. Oder weiß jemand so gar nicht, wie ein Death Run jetzt aktuell funktioniert? Braucht ihr da noch eine Erklärung für? Gut, ich sehe, niemand meldet sich. Alle wissen, wie es funktioniert. Ihr seht den Pfeil in der Konsole. Es wird einfach gelaufen. Aber bei Tag. Aber bei Tag. Nee, wir spielen kompletten normalen Zyklus. Vielleicht kann man es tatsächlich nachher nochmal Tag machen. Einfach nur Beginn weiter. zumindest, ja. Also es ist wirklich einfach nur laufen. Also sobald die Border gleich weg ist, fangt ihr an zu laufen. Ihr kriegt einen Countdown. Der Pfeil startet auch erst, wenn das Event startet. Genau. Alles klar. Ja, Jojo, würdest du den Anfang übernehmen? Wort übernehmen. Ja. In wenigen Sekunden kommt bei euch der Countdown. Dann geht's los. Positioniert euch alle schon mal, dass ihr auf jeden Fall Richtung Norden lauft. Vielleicht, wenn ihr das wisst. Da, wo ich jetzt stehe, ich stehe hier an der Wand. Das ist die Wand hier vorne. Baue hier mal so ein kleines Pfeilchen hin. Hierhin geht's, in die Richtung geht's. Genau. Und dann geht's gleich los. Ich kümmere mich jetzt darum, dass der Countdown startet, die Bedrock-Wand verschwindet. Passt auf, dass ihr nicht ins Loch fallt. Eventuell verbirgt sich ja hinter der Wand noch ein bisschen was. Ja. Ich wünsche allen viel Spaß. Viel Erfolg. Herr Winter, Sie dürfen das Startsignal geben. 60 Sekunden In noch. 60 Sekunden geht's los. Bereitet euch kurz vor. Alle sollen nochmal die Chance kriegen, sich vorzubereiten. Jeder, der jetzt nachjoint, darf leider nicht mehr mitspielen.
Dementsprechend die letzten Sekunden. Alle auf dem Server. Alle auf dem Death Run. Sehr gut. Dann geht's jetzt gleich los. Du kannst dich währenddessen durchaus ausloggen. Das sollte kein Problem sein. Einloggen ist in der Zeit auch wieder möglich, soweit ich das jetzt habe, oder? Genau. Genau, außer wir merken, dass irgendjemand sich in einem Kampf ausloggt, um irgendwelche Vorteile zu kriegen. Oder in irgendwelchen Situationen. Genau. 10 Sekunden noch. Stellt euch nicht zu nah an die Mauer, sonst fallt ihr rein. Los geht's. Viel Erfolg! Herzlich willkommen beim Death Run. Die kloppen sich alle um einen Baum hier. Okay, wir werden einfach mal ja, los so laufen. Oh Gott, was ist denn hier los? Laufen mal ein bisschen zur Seite. So. Ich hasse Birke, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir haben ja noch so ein bisschen, glaube ich, Schutz hier und ja, immer Richtung Norden. So, machen wir mal hier schon das machen. Das. Das. Wir lassen weit. Wir nehmen uns einfach mal ein Holzschwert mit. Wir dicke Miet und wir gehen hier mit. So. Ja, dann schauen wir mal, was uns hinter diesem Berg erwartet. Hier gibt es schon mal Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Nichts verschwenden. Ich möchte hier raus. Okay, dann werden wir mal weiter climben und Steinchen holen. Und so alle rennen. Ich renne jetzt nicht. Boah, dann machen wir uns gleich. Okay. So, dann können wir nach oben gehen. Dann schauen wir mal. Immer geradeaus. Au, 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 au. War nicht so. Okay, da gibt es ein Dorf.
Aber ich denke mal, die werden alle schon genügend Zeug da sammeln. Ah, halb weggefetzte Bäume, wie ich's hasse. Klein Padma rennt da vor uns. Wand. Na gut. Da? Nicht da reinfallen. Halt. Ja, ja. Ah! Ich hasse es in der Hektik. Okay. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz gucken. Oh Mann, was ist das denn für eine Map? Hilfe. Okay. Stellen wir mal kurz den Ofen auf. Da. Dann können wir mal schauen, ob wir hier vielleicht, zumindest schon mal ein paar Schuhe machen können. Noch ein Leder übrig. Dann haben wir was zu essen. Die Zeit muss sein. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo Eisen auftreiben. Oh Mann. Oh, wir können nicht essen. Okay. Okay. Das heißt, es bringt gar es macht gar keinen Sinn, wenn wir irgendwas brennen hier. Okay, also das zum Beispiel wusste ich nicht. Wir können also nichts essen. Und sind schon halb tot. Okay. Ich habe keine Ahnung. Naja, einen Ofen brauchen wir trotzdem. Ah. Ja, dann müssen wir sehen, dass wir möglichst... Okay, also ich denke mal, das wird bei mir nicht so eine lange Runde, weil ich nicht wusste, dass man generell gar nicht isst. Ah, toll. Das ist natürlich gar nicht kann. Dann können wir das eigentlich auch wegschmeißen. Wir heben es mal zur Sicherheit auf. Also wie gesagt, das wusste ich nicht, dass man kann, nicht darf essen. Dabei ist Essen so wichtig. Aber das one heißt anscheinend nicht essen, nicht trinken, gar nichts. Die ersten rennen dann schon um Dias rum und ja. Ja, so spielen ja die Nachzügler, warum auch nicht? Vielleicht finden wir ja durch Zufall irgendwie Eisen oder irgendwas. Ich weiß es. Ja, schauen mal. Ich gebe mein Bestes. Bleiben so ein bisschen an der Seite. Mal überall so ein bisschen mal reingucken. Da ist noch Kohle. Okay. Da ist auch noch Kohle. Aber da traue ich mich nicht rein. Da bin ich.
Na toll. Und jetzt gibt es natürlich auch noch Nacht. Oh Mann. Okay. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Stine hat einen Vorteil, die hat das schon gespielt. Padma weiß ich nicht. Aber Stine war sich definitiv, die hat das schon gespielt mit Dedel. Da läuft so ein Erdbeerhain hier rum. Dann einfach wechseln. Diesen Mesa-Bio. Kein Eisen und sich. Traurig. Essen. Oh Mann. Okay. Ja, geben unser Bestes. I do my very best. Okay, vielleicht schon mal da vorne Glück mit Eisen. Das sieht auch nicht. Ole, ja. Ei. Okay. Hier irgendwo. Gold gibt's. Was soll ich mit Gold? Gold kann man auch nicht abbauen. Ich habe noch kein Eisen. Hm. Oh Mann. Denn diese ganzen Schluchten. Der da nicht irgendwo in so ein Loch fallen. Da ich was hier klappern und. Autsch! Was? 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 Wer hat mich erschossen? Was? Keine Ahnung. Ich weiß es. Also, das war abzusehen, dass mir das passiert, weil ich überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel habe. Ich weiß nicht mal, was mich getötet hat, weil ich sehe nicht mal. Ich habe das nicht mal gesehen. Wo war das? Ah ja. Okay. Ja, was machen wir? Wir können ja mal gucken, ob wir uns irgendwie zu den anderen irgendwie hinflattern können. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist, ja. Was soll ich dazu sagen? Es war ein Spiel, was hat gedauert. Wann habe ich angefangen? Noch nicht mal 2, 3 Minuten. 4 Minuten, toll. 4 Minuten, meine absolute Höchstleistung. Das ist toll. Okay. Ja, was machen wir jetzt mit der restlichen Zeit? Hier rumfliegen oder das war's. Ich hab keine. Schauen mal. Das war mehr wie Pech. So, wir gehen mal hier wieder rein. Irgendwo bei Kirito rein. Jo.
Unterwegs mit dem Boot. Tina ist auch gerade da. Lohnt sich natürlich mit dem Boot jetzt hier ordentlich Strecke zu machen, wenn er jetzt das Wasser vor sich hat. Wow, absoluter Höchstrekord. Bubu, hast du denn irgendwelche Skelett-Sounds oder irgendwie sowas gehört? Weil es sah im Stream, ich habe mir das gerade mal angeschaut, sah sehr aus, als wenn du irgendwie durch irgendwas anderes beschossen wurdest oder irgendwie so. Nur klappern, aber nichts. Könnte das ein Skelett gewesen sein? Eventuell. Kein Skelett, okay. Eventuell kann ich das ja mal Jojo geben, dann können wir uns das, glaube Hab ich, nochmal anschauen. nichts. Nichts Absolut gesehen. nichts. Ich hab nichts. Da können wir ja direkt mal nachfragen, Habt ihr irgendwas woran das gesehen? eventuell war. Ich hab nichts. Schau mal. Echt. Echt. Ich hab nichts. Ich flieg jetzt einfach hier rum. Schauen wir mal. Da unten rennt einer durch die Gegend. Da fliegt einer vor mir. Ja. Also wie gesagt, ich hatte das Pech. Ich habe zwar irgendwas klappern gehört, aber ich habe nichts gesehen. Nichts. Ich weiß es. So, ich habe das mal kurz in die Technik gefragt. Da kann's ja aus. Können wir dann nochmal vorbeischauen. Nonstop. Schauen wir mal bei Nonstop rein. Der hatte gemeint, er geht gerade essen, ha? Hat sich irgendwo versteckt. Ja, ich muss mal kurz. Schauen wir mal bei Jay nochmal vorbei. Er ist gerade auf jeden Fall mitten in der Nacht unterwegs. Hat aber schon sein Diamantschwert in der Hand. Kann sich damit natürlich super versorgen. Darfst gerne kurz was schreiben, Prift. Du kannst anderen zuschauen, wenn du in die Lobby ganz normal gehst und dann ja, durchs Portal wieder gehst. Dann bist du zum Spectator automatisch. Sollte das nicht gehen, sag gerne einfach kurz Bescheid. Dann gebe ich das direkt den Kollegen, dann kannst du auch sofort zuschauen. Kannst dir ein Bett hinstellen, ja. Das ist kein Problem. Da. Naja, wir fliegen hier einfach mal durch die Gegend. Schauen uns die Map an, was uns noch geblüht hätte. Was soll ich sonst sagen? Du findest keine anderen Spieler. Ja. Wem willst du denn zuschauen? Du bist gar nicht auf dem Server. Kann das sein? Nee. Da. Bist auf dem Server. Jo. Bin ich gerade zu doof, dich zu finden. Ah, hier bist du. Jo. Hier bin ich. Bitteschön. Dankeschön. Ach, Stine ist ja auch schon tot. Na toll. Ja, Stine ist auch schon tot. Ey. Hallo. Oh Mann. Jetzt schwirrt ihr hier zu zweit einfach lang. Auch schön. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwo hin wollt, sagt einfach Bescheid, dann kommt ihr dahin. Gar kein Ding.
So, ich mach mal kurz Pause. Nur kurz was sagen, dann teleportiere ich euch direkt dahin. In der Lobby, tatsächlich, in der Lobby wird ein bisschen was ausgestellt. Und ansonsten geben wir das nach dem Event komplett bekannt. Wenn du in der Lobby nicht stehen solltest. Aber ich glaube, soweit Jojo gesagt hat, rechts war ein bisschen fehlerhaft. So, da bin ich wieder. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich leider tot gegangen. Tina ist sogar vor mir gestorben, also ich habe es geschafft, 4 Minuten durchzuhalten. Und ja, angeblich wurde ich von einem Skelett erschossen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nur ganz kurz klappern hören. Aber ich habe Tatsache keins gesehen. Also ich schaue jetzt einfach mal, wie der Zielpunkt aussieht. Ja, was soll ich sagen? So, ich schau mal, ob wir zu Suera kommen. Möchte gerne Suera. So. Das wäre schön. Wenn ich jetzt zu Susu komme, dann können wir wenigstens Susu unterstützen. So, Era, ich bin bei dir. Da. Wo ist er denn hin? Ah, hallo? Susu? Das sieht soweit echt gut aus. Wo ist dein Susu? So? Nochmal kurz. Hat die sich in Luft aufgelöst? So, Era, hallo? Wo ist sie hin? Hier ist eine Biene. Ja, toll. Da ist sie einfach weggelaufen. Susu, wo bist du? Ah, ich hab's. Dann so, Era, hallo? Wenn die aber schnell rennen. Die ist doch sonst nicht so schnell unterwegs. Gut. Schauen wir mal weiter. Ah. Es sind ja doch noch einige dabei. Ei, ei, ei. Was ist Hier war das sogar heute? noch gar nicht. Ein Chaos. Wo ist das Eulchen? Hallo, Eulchen. Hm? Hier sind Pferde, hier sind Esel. Ihre Wobei die abgeblieben. Auslastung auch absolut super ist. Wo ist die Eule hin? Die Eule nicht mehr. Eulchen? Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, wenn man jetzt übers Meer so einfach wegtraveln kann. Da sind natürlich so viele Blöcke direkt. Das lohnt sich. Das lohnt sich richtig. Hab die Eule verloren. Wie schaut's bei Kirito aus? Auch noch am Rennen. Der Lamas und Pferde und... Ich weiß nicht, wo die Mitten Eule unterwegs. ist. Also, wie gesagt, also Spiele, wo man nicht essen kann und jetzt haben wir die Eule. Mann, die rennt ja in Tempo hier. Wow. So, jetzt bin ich wieder beim Eulchen. Warten wir doch mal Eulchen. Wir machen einen Private Stream von unserem Super Eulchen. Eulchen ist dann nämlich viel geschickter wie ich. Ich habe gerade mal auf die Server-Performance geschaut. Die ist ja Warte. wirklich 1A. Habt ihr sehr, sehr, sehr gut gemacht. Tine verfolgt sie auch. Hallo. Ich bin gespannt. Raus und... Go, go, go! Wir feuern jetzt alle unsere Eule Ja, spannend. 7 an. Spieler, Wir die feuern sich unsere nicht Eule sehen, an. nicht treffen
alle jetzt so in Richtung Ozean fahren. Und da dann denke ich auch nachher rüber. So, ich fliege mal kurz vor und dann mache ich das Ding hier wieder aus. So, dann können wir nämlich die Eule verfolgen und wir feuern sie alle an. Schreibt mal alle Hashtag Go 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 Suera. Go Go Go. So vor. So vor. Yay. Wir machen heute Cheerleading. Und das Schöne ist ja, dass so das gar nicht merkt, dass wir hinter ihr herfliegen, weil die kann uns nämlich nicht hören. Fleißiges Eulchen. Also, wir machen heute einen Eulenstream. Yay! Weil, wie gesagt, ich habe 4 Minuten durchgehalten und irgendwas schoss auf mich. Ich habe es nur Puff gehört und da war es schon zu spät. Also, ich hab das Skelett nicht mehr entdecken können. Gar nichts. Das versteckte sich da irgendwo. Ich versuche Susu nicht aus den Augen zu verlieren, weil Susu ist schnell. Und Suera ist eine sehr gute Spielerin. Also von daher bestehen die Chancen, dass wir Susu das alles gut ja, hinkriegen wird. Wenn sie nicht irgendwelche Fallschäden oder irgendwas hat. Ich weiß auch gar nicht, warum hat die ein Brot in der Hand? Die kann doch nicht essen. Ich glaube, das weiß sie noch gar nicht, dass sie nicht essen kann. Ei, ei. Doch, sie kann essen. Aha. So. Dann werden wir das nämlich mal reklamieren. Immer noch hier auf dem Meer unterwegs. Und nach. So, mal gucken, ob das der Grund war. Weil, wie gesagt, ich konnte nichts essen. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Wie schaut's bei Prift aus? Ah, ich schreibe was und Susu ist weg. So. Ist sie schon auf dem Wasser oder rennt sie hier? Ja, sie läuft ja eigentlich immer geradeaus. Weil das sieht man nämlich auch im Stream ganz deutlich, dass ich nichts essen konnte. Ah, da ist er. Jojo. Magst du dir kurz Bubu anschauen? Ja, weil im Stream sieht man ganz deutlich, ich konnte nichts essen. Ja, das ist Tatsache. Da rennt, glaube Ist das im Stream? Ja. Dass du da nichts essen konntest? ich. Ja. Das sieht man. Da habe ich nämlich noch gedacht, wieso kann ich jetzt nichts essen? Ja, Da, wo warte ist mal. denn Susu hin? Da vorne klettert sie. So, weil ich konnte nämlich nichts essen. Ihr hattet gesehen, ich habe mir Fleisch gebraten und ja, ging nicht. Ich konnte nichts essen und auf einmal, ich dachte, das gehört ja zum Spiel, also, dass man nichts essen kann. Aber ich hatte eigentlich nur was von OP-Goldäpfeln gesehen, dass man sich nicht regenerieren kann. Aber nicht, dass man... Oh, so Iran, nicht darunter. Nein, schön vorsichtig. Ja, weil, wie gesagt, ich konnte nichts essen. Ich hatte wirklich das Pech. Das heißt, ich bin nach einem Schuss mehr oder weniger tot gegangen, den ich noch nicht mal hab kommen sehen, wo ich das Skelett nicht mal gesehen habe, als ich wieder eingeloggt Aber bin. deine Hungerbalken war doch die ganze Zeit voll. Nein, war es nicht. Da, jetzt habe ich Susu schon wieder verloren. Da ist sie. Okay, Susu, go, go, go. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir begleiten dich jetzt. Wie gesagt, ich kann ja nur angeben, was ich habe. Ich kann es im Stream da zeigen. Ich konnte nicht essen. Und mein Hungerbalken, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Kann ich mir nachher gerne mal anschauen.
Wir meinten, sie wird Kurs auf das. Ja, also du konntest nichts essen, weil du keinen Hunger hattest, nehme ich an. Ja, das kann gut sein. Weil kein Hunger quasi runtergegangen Ich ist, weiß es. soweit ich das Keine gesehen Ahnung. habe. Ist auch egal, wie gesagt. Wir machen. Denn so. Kirito, das war's für Kirito. Das war's. Kirito ist auch Das raus. war's. Oh je. Jetzt suche ich wieder So, Susu. 30 Minuten sind jetzt noch übrig. Halbzeit. Was Kirito ist raus. muss Kira schon wieder hin? Hier ist man immer noch auf dem Meer unterwegs. Hat Ich höre auch irgendwelche jemanden. Effekte. Ja. Die hat sich gut versteckt und so. Griff ist auch immer noch dabei. Das gab ein bisschen Schaden. Das ist doof. Weil hier zählt ja wirklich letztendlich jeder Schaden. Einfach so, ja, schon wieder. Mann! Er feuert dich an. Ah, okay. Da ist sie wieder. Yay! Hallo, Susu. Ich folge dir. Wir feuern dich alle an. Wir unterstützen dich. Schreib mal alle rein. Go, Suera. Go. Du schaffst das. Wir sind alle Zählt für Schaden im dich. Leaderboard mit? Nee. Schaden wird da nicht bedacht, glaube ich, oder? Das Leaderboard scheint ja so ein bisschen gerade nicht auf dem aktuellen Stand zu Es sein. ist ja egal, ob du Achte bist. Soweit ich das aus Du der Technik schaffst vorhin gehört hatte. Susu. Weil Susu rennt nur. Seht ihr? Susu ist nur am Rennen. Die hat noch nicht mal irgendwie was zum Anziehen. So, können wir dann nochmal vorbeischauen. Schauen wir da mal bei Jade vorbei. Ah. Susu hat keine Immer noch Zeit mit zum seinem Schlafen. Diamantschwert unterwegs. Hat anscheinend Melonen schon mal gefunden gehabt. Nonstop Stings. Was Du macht der? schaffst das. Nix, Du nix. schaffst Oh, am das. Looten in einem Dorf. Das ist natürlich Wir purer folgen ihr Luxus. alle. Susu go. Susu go. Ja, Ich glaube, Soldberg hast das du auch war der erwischt. Mini-Zombie. Und das war's mit ihm. Ja, Eva, bleib auf dem Wasser. Bleib auf dem Wasser. Aber da war ja wirklich alles dabei. Emeralds hatte er gefunden. Deswegen Alles Mögliche an Stuff. nicht die Sehr schade. besten Sehr, sehr, sehr schade. ausgerüsteten Das hätte Leute echt was kommen werden weiter. können. Sogar Ich würde so Lapis und lachen. alles drum und dran schon hier. Ich würd so lachen, wenn Ja, du das schaffst. das ist schade. Aber das war auf jeden Fall eine gute Platzierung schon. Da kam der So, Baby-Zombie um die Ecke. so ihre Kraft. Dann draufgehauen. Schade, schade, schade. So Können wir denn noch mal schauen? So schafft das. Kommen wir doch noch mal bei Drift vorbei. Eieiei. Ein Herz, sagt er. Oh, So schafft das. ja. Bei Esti ist auch Bei schon Drift ist, glaube ich, raus. nicht mehr so viel los. So schafft das. So meidet Er jede baut sich jetzt Gefahr. nur noch in die Tiefe. Und geht nicht mehr in die Luft. Auch eine Methode, ja. Ich glaube, schlafen wirst du nicht können, damit es wieder Tag wird. So schafft das. Schlafen wird nicht. Und wir sagen, wenn es Tag ist. Ja. Kannst du ja ein kleines Guckloch ab und an bauen, dann weißt du immer, wann Tag ist und wann nicht. Ja, ein Herz. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr kritisch. Ich hab Angst. Schauen wir doch mal bei Jay vorbei. Was Ja. geht da? Schwimmen.
So, Stine verfolgt. Jetzt hat Susu schon 3 Leute, die um sie herumschwirren. Yay! Alle unterstützen Susu. Susu, Susu, Susu. Hashtag Susu. Susu, du schaffst das. Einer aus dem Klötzchen-Team wird es schaffen. Lalalala. Nicht immer noch eine Holzaxt. Schaut mal. Ey. Den Dschungel solltest du in der Nacht meiden, Susu. Du schaffst. Bleib schön auf dem Wasser. Schön Wasser bleiben. Mal schön auf dem Wasser bleiben. Susu schafft das. Unsere Eule schafft das. Schafft das. Das Erdbeereistee ist ein Mod, okay. Susu schafft. Oh, Susu, du bist mutig. Lass es lieber. Es ist noch Nacht. Schön auf dem Wasser bleiben. Schön weiter paddeln. Weiter paddeln. Weiter paddeln. Na schön weiter. Paddel, paddel, paddel. Eine Paddeleule. Yay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich schaff das ganz alleine. So. Auf geht's. Wollen wir hoffen, dass nicht zu viele Mobs hier auf sie lauern. Da, 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 da. Feuert sie an, sie schafft das. Susu ist eine super klasse Spielerin. Die kann nicht nur gut fliegen und gut bauen, die kann auch gut spielen. Geht kein Risiko. Seht ihr? Läuft ein. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ich weiß nur noch nicht, wie sie gegen andere Spieler ankommen will, aber sie hofft wahrscheinlich drauf, dass die anderen vorher das Zeitliche alle segnen. Dass sie dann übrig bleibt. Das wäre natürlich cool. Ich weiß auch nicht, wie genau sie das hier bewerten. Ob es nur darum geht, jetzt am Leben zu bleiben oder wie weit man kommt. Wir schauen mal. Wir begleiten unsere Susu. Und feuern sie an. Go, go, go. Go, go. Ja. Hallo Jessica, guck mal, unsere Susu. Ich habe 4 Minuten überlebt, Stine ist sogar noch früher gestorben. Aber Suera schlägt sich hier wacker. Ja, Kirito hat es wohl auch schon erwischt. Also ihr seht, die Spieler werden immer weniger. So, es sind noch 3 Spieler da. Das heißt, wenn wir Glück haben, also Suera hat auf jeden Fall schon mal gewonnen. Das ist schon mal richtig cool und vielleicht schafft sie es auch am längsten am Leben zu bleiben. Mal schauen. Also 3 Spieler sind noch übrig. Wir drücken ihr die Daumen. Wir drücken ihr die Daumen, weil es gibt was zu gewinnen. Ja, anfeuern. Hashtag Suera, go, go. Los, Suera. Du schaffst das. Du schaffst das. Weil sie spielt nicht nur gut, sie ist auch eine sehr vorsichtige Spielerin. Das heißt, sie weiß genau so ein bisschen, wie sie ihre Kräfte schonen kann, wie sie, ja, ich sag mal so, wie sie vorgehen muss, dass sie am Leben bleibt.
Also ich denke mal, sie hätte auch in Hardcore, also in Hardkern 2 hätte sie wesentlich länger überlegt wie ich. Weil da hatte ich ja auch das Pech. 40 Minuten, aber mein Rekord von 4 Minuten jetzt, wie gesagt, ich konnte nichts essen und ich hatte die Hälfte der Herzen verloren. Dann machte es irgendwie im Mesobiom mal Nacht und dann machte es Psst, ich hörte nur was klappern. Und ich habe aber mich umgeblickt und habe kein Skelett gesehen, aber das ist ja auch egal. Es ist nur ein Spiel und ja, alles gut, alles gut. Wir können jetzt dadurch so Ära anfeuern. Unseren letzten Mohikaner aus unserem Team ist noch am Leben. Das schafft sie, das schafft sie. 3 Spieler sind noch da. Wir kriegen das hin. Und immer schön vorsichtig. Dann schaffst du das. So, mach mal ein bisschen Abstand, damit wir sie nicht zu sehr stören, weil sie kann uns ein bisschen hören, hat sie gesagt. Wir schaffen das. Go, go, go. 19 Minuten muss Sine noch muss Suera noch durchhalten. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist sie schon eine der drei letzten Mohikaner und somit, wie gesagt, schon eine stolze Gewinnerin. Und soweit ich das verstanden habe, kriegen ja die ersten 3 Plätze etwas. Und ja, also wie gesagt, und das Ganze ist ein Event von Utopia Gaming. Und ja, wie geht's denn so nach all den Jahren? Ja, uns geht's gut. Jetzt habe ich meine kleine süße Eule wieder verloren. Die rennt da vorne rum. Ich muss immer aufpassen, weil ich bin im Zuschauermodus und riskiere jedes Mal, wenn ich jetzt auf den Chat linse, unsere Suera zu verlieren, weil die rennt dermaßen schnell hier über die Map. Das ist echt der Wahnsinn. Sie hat eine Holzaxt. Sie hat lediglich eine Holzaxt. Man beachte, sie hat nur eine Holzaxt. Also ursprünglich sollten auch viel mehr Spieler mitnehmen, aber ich glaube, die haben das doch ein bisschen verpeilt, weil es waren Bedrock und Java-Spieler hier zulässig und wir hatten eine Woche lang Bewerbungsfrist. Ihr hättet also kommen können und ja, nächste Runde folgt. Ja, könnt ihr gerne machen. Nächstes Mal weiß ich Bescheid und werde dann im Grunde genommen die Taktik von Susu anwenden. Das heißt, ich werde versuchen, genauso wie sie mit einer Holzaxt bewaffnet, einfach nur über die Map zu rennen. Also manchmal sind die einfachsten Dinge die richtigen hier. Das ist Wahnsinn. Schaut mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das ein Event, weil ihr könnt ja alle gerne in die Discord von Utopia kommen. Da gibt es kostengünstig wundervolle Server. Wir sind mittlerweile auch schon Partner bei Utopia. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Das ist ein wirklich sehr, sehr liebes Team. Da muss ich jetzt echt mal sagen, also sehr, sehr lieb. Sie sind zwar jung, aber sie wissen, was sie tun und legen großen Wert auf persönliche Betreuung. Das heißt also, wer einen Server sucht für kleines Taschengeld, der ist bei denen gut willkommen. Und ja, ich kann ja im Zuschauermodus durch die Bäume fliegen, fällt mir gerade ein. Okay. Also, Susu hat jetzt noch 16 Minuten vor sich. Sie schafft das. Susu, denke bitte dran, es ist Tiefschnee, du kannst nicht durch den Schnee laufen. Umrunde das lieber. Nicht, dass du mir hier noch im Schnee versinkst. Mach das nicht. Du weißt, Bobo ist Weltmeister im Schnee versinken. Aber das kriegen wir hin. Sie läuft immer weiter geradeaus und immer weiter geradeaus. Wo ist sie? Da ist sie. Hakenschlagende Eule hier. Ich fasse es ja nicht. Sie schlägt hier Haken ohne Ende. So, dann wollen wir hoffen, dass sie nicht zufälligerweise auf irgendjemanden trifft, der sich irgendwo eingegraben hat. Und ja, wir schauen mal. Das ist, wie gesagt, eine hakenschlagende Eule. Das ist ganz schön schwierig, sie in diesem ganzen Gestrüpp nicht zu verlieren. Da ist sie. Hopp, hopp. Da, 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 da. Ja, Essen, Laufen macht hungrig. Oh je, und jetzt auch noch so einen Eichengedönswald, wo es vor Creeper nur so wimmelt. Ich finde so krass. Also das einzige Skelett, was sich bis jetzt gesichtet hat. Oh Gott.
Und hier geht's ganz schön runter. Mal sehen, wie sie das löst. Okay, sie läuft an der Seite lang. Ja, 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 ja. Go, go. Sie hält sich wacker mit ihrer kleinen Holzaxt und rennt, was ihre kleinen Pfoten hergeben. Quer über die ganze Map. Und ich glaube, sie hat den Vorteil gehabt, ich glaube, die hat sich, entweder hat die wahnsinnig viel Brot gefunden gehabt, oder sie hat sich das Heu genommen. Ich weiß es nicht, weil ich kann die Inventar ja nicht sehen. Und, ja. Ich glaube, ich bin der Stine dauernd im Weg. Ich habe Angst, dass ich diese haargeschlagene Eule verliere hier. So, okay. Nicht in die Lava fallen. Gehen wir ein bisschen weiter nach oben, dann kann die Stine auch mal was sehen hier. Wir folgen jetzt dem Eulchen oben und schauen uns das mal an. Also die hat ja wirklich einen Weg zurückgelegt. Sie muss noch 14 Minuten aushalten. Ihr juckt der Arm. Ich bin genauso aufgeregt wie unsere Susu. Okay, jetzt muss man einen Weg runterfinden aufs Wasser. Sie wird wahrscheinlich wieder den sicheren Weg nehmen, übers Wasser. Oh, hab ich mir schon fast gedacht. Okay. Jetzt wird sie sich erstmal orientieren, wo sie lang muss. Und ja, wir feuern unsere Susu an. Susu, unser letztes Klötzchen im Rennen hier. Die schafft das. Die schafft das. Die schafft das. Ja, ich bin auch gespannt, wie viel... 7 Herzen hat sie noch. Yeah. Na klar kenne ich dich noch, Jessie. Aber ich bin gerade dabei, wie gesagt, das Spiel hier zu moderieren, weil mich hat es leider erwischt. Und ja, und das ist ja auch super, super spannend. Also wie gesagt, Stine und mich hat es eigentlich gleich gerafft. Das Witzige ist, dass Stine von uns dreien die meisten Erfahrungen mit Death Run hat, weil sie mit Dedel öfters zusammen gespielt hat. Und sie hatte eigentlich auch einen guten PvP-Lehrer. Aber wie gesagt, unsere Eule ist die Beste. Die kriegt ja alle... Die steckt hier alle in den Sack. Und hat am Anfang noch gesagt, sie hat gar keine Zeit und sie muss mal gucken. Ein Gruß geht raus an Roy, deine Frau leistet hier Wahnsinniges. Also, ja. Wir können hier alle stolz auf unsere Susu sein. Yay! Und sie rennt immer noch weiter und weiter. Und ich komme mir vor, als wenn ich hier ein Fußballspiel moderiere, aber wie gesagt, sie rennt und rennt. Also bei 3 Spielern ist es natürlich schwierig zu gucken, wie man sich dann quasi auf der Map hier findet. Aber ich denke mal, für den Fall haben die sich hier auch was einfallen lassen. So, und unsere Eule rennt. Wir sollten den Stream umbenennen. Wir sollten den Stream nennen, Eule rennt. Nach dem Film. Ihr wisst schon, wen ich meine. Es gibt ja so einen Film, den gab es mal, glaube ich, in den 90ern. Und ja, ihr seht, sie leistet hier Großartiges. Sie rennt ohne Wenn und Aber, ohne Pause. Sie schmeißt sich in ihr Schiffchen, paddelt hier durch die Gegend und und hat noch 12 Minuten. 12 Minuten muss sie noch durchhalten. Sie schafft das. Also wenn die anderen jetzt keine Dummheiten machen, werden die auch noch überleben. Weil sie ist... Ich weiß auch nicht, wie weit sie jetzt hinter den anderen zurück ist. Ja, Susu muss leider wieder durch den Wald hier. Ich wäre bei sowas verloren. Ich war ja immer schon für die Eule. Genau. Das sehe ich auch so. Ich hatte auch so den Verdacht, ich gehe relativ schnell kaputt. Also wie gesagt, Stine habe ich eigentlich nicht so eingeplant. Auch Soldberg nicht. Dr. Soldberg ist auch schon tot. Und Nonstop ist irgendwie beim Essen. Keine Ahnung. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall leistet unsere Eule hier Wundervolles. Also gerechnet habe ich damit, dass unsere Eule das hier packen wird. Und dass wir anderen alle da so schnell raus sind. Ich glaube, die Minecraft-Pause hat ihr gut getan. Sie kann sich besser konzentrieren. Ah ja. So Ära. Go, go, go. Wir drücken die Daumen. Ein Root-Server für... Was? Ein Root-Server für mich. Ja, ich denke mal, Euchen... wo ist das Euchen? Hier vorne. Mann, die rennt aber auch hier.
hat's eilig. Eulchen hat's eilig. Und sie rennt wieder durch die Nacht. Ich muss ehrlich sagen, was ich gut finde, ist, dass es hier nicht so viele Mobs gibt. Sondern dass der, wie gesagt, da der Wert doch ein bisschen, ja, auf den Spieler selber liegt. Und ich habe das Gefühl, das einzige Skelett auf der ganzen Map hat mich getroffen. Aber ist nicht weiter schlimm. Wie gesagt, dadurch können wir gucken, wie Susu hier das Ding reintütet hier. Und sie geht, und sie geht, und sie rennt, und sie rennt. Unsere Eule rennt. Fall ja nicht in Lava. So, Spieler verbleiben 4. Das heißt, ich würde mal sagen, Nonstop ist wieder an Bord. Er hat schnell sein Essen eingeworfen und versucht jetzt natürlich den Run hier aufzuholen. Weil das Problem ist, die Spieler haben natürlich das Recht, sich zwischendurch auch mal auszulocken. Klar, vielleicht muss einer vor lauter Aufregung mal Pipi gehen oder so. Oder was essen, was trinken oder hat einen kurzfristigen Stressanfall oder was auch immer, weil das ist nicht stressig, dieses Spiel hier. Piekst dich ja nicht zu Tode, machst nicht wie Henry, ne? Du weißt, diese Süßbären, die pieksen. Ah. Stine weiß ich nicht, wo die ist, also wie gesagt. Ja, Stine ist gerade bei Nonstop und verfolgt ihn, ein zweites Klötzchen-Team. Also die Ehre der Klötzchen wird auf jeden Fall hier total verteidigt. Also man sieht doch die Erfahrung, die Praxis und den Spaß daran und die Ernsthaftigkeit, so ein Ding auch mal einfach für sich zu entscheiden. Und nicht immer nur im Kreativ zu spielen. Also wie gesagt, ihr seht, die Eule kann perfekt rennen. Sie braucht nicht immer die Flügel. Ne? Weil viele haben sich ja schon gefragt, kann die Eule überhaupt noch laufen? Ja, kann sie. Ihr seht's. Sie läuft hier kreuz und quer über die Map und es nimmt kein Ende. Und in 8 Minuten hat sie es überstanden. Und wir drücken ihr die Daumen. Wir drücken ihr die Daumen, dass sie ankommt. Also außer Hunger geschieht ihr anscheinend hier nicht so wirklich was. Also mit 7 Herzen, also sei ja vorsichtig. Hier ist eine Schlucht. Fall da nicht rein, bitte. Esse keine Pilze, sie könnten vergiftet sein. Nur Brot essen. Ja. Brot ist gesund, sage ich immer. Jo. Und piekst dich nicht und fall nicht über die Steine hier und. Ja. Und sie rennt und rennt und rennt und rennt. Ich habe sowieso das Gefühl hier so, das ist so Eulengegend. Schaut mal, wie perfekt sie hier durch den Wald sprintet. Das hört ja gar nicht mehr auf. Die rennt ja wie von einer Tarantel gestochen hier querfeldbeet ein, mitten in der Nacht und geht gar nicht schlafen und rennt und rennt und rennt immer geradeaus. Sie hat einen sehr guten Orientierungssinn, auch am Boden, wie ihr sehen könnt. Also nicht nur in der Luft. Weil ihr wisst ja, die muss ja öfters Bubu mal suchen. Und ja, sie rennt und fall nicht in irgendwelche Löcher. Lass es. Mach's nicht wie Bubu, bitte. Ah, gut. Okay. Ei, hier sitzen Füchschen. Siehst du, lauter kleine Bubus sitzen hier. Ja, die feuern dich an, so ja. Du schaffst das. Du schaffst das. Komm, mach. Du schaffst das. Noch 6 Minuten. 6 Minuten. Leute, 6 Minuten. Drückt die Daumen. Drückt die Daumen. Sie schafft das. Sie schafft das. 6 Minuten noch. Eieiei. Also da hat sie sich ja was vorgenommen. Uiuiuiuiui. Pass auf, Eulchen. Hier oben lang. Oben ist besser. Genau. Oben. Nach oben. Nach oben. Lauf nach oben. Lauf den längeren Weg. Ist egal. Geh nach oben. Schön. Nein, machst du. Denk dran, Fliegen verboten. Nur laufen. Oh. Sie schafft das, sie schafft das. Und immer zwischendurch ein bisschen Vogelfutter knabbern und dann geht das alles schon. Ja, und sie rennt hier weiter durch die Gegend und rennt und rennt und rennt. Gut. Wie sie hier fleißig durch den Wald läuft. Den Schutz der Dunkelheit nutzt, damit ihr nichts passiert. Und immer mit ihrer kleinen Holzaxt. Und sie rennt und rennt. 5 Minuten.
Nach 5,5 Minuten, schaut mal. Und sie schafft es immer mehr. Es sind immer noch 4 Spieler anwesend. Allerdings, wie gesagt, Nonstop war kurzzeitig abwesend, muss man dazu sagen. Und wir schaffen das. Die paar Minuten überlebt sie auch noch. Ich schaff das. Vorsichtig den Berg runter. Oh, so ist richtig. Keinen Fallschaden kriegen. Mach's nicht wie Bubu. Bubu hat Fallschaden gesammelt. Nein, da waren die halben Herzen schon weg. Genau, in 5 Minuten. Der Countdown läuft. So, Ira, du schaffst das. Du schaffst. Jetzt ist die Frage, an welcher Platzierung sie sich natürlich befindet. Ich weiß es nicht. Nochmal alles geben, genau. Du schaffst das so. Du schaffst das. Wir folgen ihr auf dem Fuße und die Spannung wächst. Nach 4 Minuten 22. Die schafft das. Wenn sie jetzt am Leben bleibt. Ich weiß nicht, in welche Entfernung sie zurückgelegt hat. Es war relativ viel. Keine Ahnung. Und sie paddelt 3 Minuten. Wir schaffen das. Nochmal alle anfeuern. Go, 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 Soera. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja klar, kommen wir alle nochmal rum, um die Gewinner zu feiern. Das ist doch logisch. Ist ja Ehrensache. So, 3 Minuten noch. Gleich sind es nur noch 2 Minuten. Die paddelt und paddelt und paddelt und paddelt. Go, 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 Soera. Go, go, go. 2 Minuten, knappe 3 Minuten noch. Die überlebst du noch. Pass bloß auf, wo du hier bist. Ja, du musst da hoch, ja. Du musst irgendwie durch den Wald hier durch. Eieiei, da hast du die schwierige Ecke aufgesucht. Ja, nicht irgendwo rein oder runter. Genau. Es ist gar nicht so einfach. Ja, jetzt muss ich erstmal hier durch das Grünzeug wursteln, da rennt sie. Okay. Ich schafft. Und gleich sind es nur noch 2 Minuten. 2 Minuten! Und Soera weiß nicht im Grunde genommen, an welchem Platz sie steht. Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. In 2 Minuten. 1 Minute und 50. Du schaffst das. Einfach wieder aufs Wasser rauf. Genau. Der Plan ist richtig. Einfach wieder runter ins Boot reinhechten und gib Gummi. Gib Gummi. Paddel so schnell du kannst. Wir drücken dir die Daumen. Paddel, paddel, paddel. Einfach paddeln. Einfach geradeaus paddeln. Solange wie es geht auf dem Wasser bleiben. Da kommst du am schnellsten voran. Ei, ei. Da kommt schon wieder so viel Land. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Go, 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 Soera. Go, go, go. Go, go, go. So, die letzte Minute bricht an. Die letzte Minute. Lauf, Soera. Lauf. Lauf, Soera. Lauf. Lauf, 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 renne. Egal. Renne, nur nicht tot gehen. Lauf. Lauf. Lauf.
Lauf. Lauf, kleine Forrest Soera. Lauf. Lauf. Genau, kletter hoch. Genau. Fall ja nicht in irgendeine Schlucht jetzt oder Loch oder weiß ich was. Noch die letzten Sekunden. Yay. Noch 15 Sekunden. 13, 10, 12. Eieiei. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Juhu! Soera hat's geschafft. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt. So. Auf welchem Platz bin ich denn? Okay. 10. Platz ist Kirito. Der hat's noch reingeschafft. Julius ist 9. Drift ist 8. Spider Crafty, Erdbeereistee 6. Platz. 5. Platz Unrock. Dine 4. Platz. Wow. 3. Platz. Spieleaffe. Soera 2. Platz. Robobo 1. Platz. Toll. Der Spieler lebt noch. Ich lebe doch gar nicht mehr. Ei. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt werden wir mal in den Discord gehen und die anderen mal wieder dazu schalten. Definitiv auch ohne Fehler klappt. Dennoch können wir definitiv die ersten 5 mit Sicherheit auswerten und bemühen uns, dass wir die letzten auch noch mit ausgewertet kriegen. Es war etwas schwierig, das jetzt alles mit rauszufiltern. Leider gab es einen kleinen Fehler, weswegen das Plugin leider die Leute, die im Spectator waren, mit ausgewertet hat. Ja. Das ist leider beim Testen so nicht aufgefallen, weil wir das anders getestet hatten mit Utopia Gaming Team Mitgliedern. Aber dennoch. Hat ja ganz gut geklappt. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt dazu, wie wir beim nächsten Mal das Event eventuell noch etwas interessanter gestalten können oder was für Events wir eventuell in Zukunft generell veranstalten können. Ihr dürft euch gerne melden und wir holen euch gerne auf die Stage. Ansonsten via Chat. Ich glaube, man kann sich melden, ne? Ja, man kann sich melden. Gar kein Ding. Okay. Oh, Martin meldet sich. Ja, dann lass ihn doch mal rauf. Dann müsstest du die Einladung annehmen, Marcel. Genau. Unten einmal klicken. Stage beitreten oder sowas. Hm? Dann nehmen wir eben zuerst Drift. Moin, Hallo. moin. Moin. Also ich fand das Event sehr geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Verbesserungsvorschläge? oder war es das schon von deinen? Also von mir war es das mal, glaube ich. Okay, alles klar. Kann ich jetzt Okay. sagen. Bye bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde Marcel nochmal, wir können es ja nochmal probieren, aber Marcel hat schon eine Einladung. Das heißt, Marcel muss das irgendwie annehmen. Sonst kann ich die nochmal gerne verwerfen. Ah, da hat sich das Fenster versteckt. Sorry, alles gut. Hi. Hinter dem Fenster versteckt. Ich fand's auch super. Hab's ja auch eben schon bei Steam im Stream gesagt. Was ich cool gefunden hätte, ist, wenn beim Droppen der Wand jeder Full Life gewesen wäre. Weil in diesem Bedrock-Käfig, da bin ich schon 1-2 Mal irgendwo dann runtergesprungen und hatte schon irgendwie 1-2 Herzen verloren. Ja, dass da alle quasi auf 0 mit Full Life halt starten. Das kriegen wir hin beim nächsten Mal. Das war nicht Absicht, dass das nicht geklappt hat. Und Danke dir. ja, die Info mit diesem Loch, mit dieser Schlucht kam. Klar, manche lesen es nicht, vielleicht einfach einen smootheren Start oder so. Also eine andere Welt zum Starten. Ja, also, oder zumindest diese Schlucht stopfen.
Ja, Nächstes Mal würden wir es vielleicht im altbekannten Varo-Style machen. Jeder bekommt seine eigene kleine Box. Das wäre sicherlich Ach so. vielleicht eine Möglichkeit, also, zum Beispiel. Aber nehmen wir uns auf jeden Fall an, ja, das mit dem Loch. Kriegen wir hin. Sonst kann ich nichts. Einfach ein negatives, das ist ja nicht negativ gemeint, aber sonst super. Wie gesagt, kann man natürlich auch mit vielleicht ein paar anderen, also klar, Death Run, weiß ich natürlich nicht, wie oft ihr sowas geplant habt. Wahrscheinlich Das immer war nur tatsächlich das erste Mal. zu den 700 Usern. Nein, Spaß. ob man da ein Aber paar, irgendwann, ja. ein paar andere Varianten hinkriegt, wo vielleicht auch noch Spieler zwischendurch, oder was heißt zwischendurch, klar, nach einer Stunde ist immer schwierig, egal was gemacht wird, aber dass ja, jeder so ein bisschen eine Chance hat, mit dabei zu sein, auch wenn man ein bisschen zu spät kommt. Okay, dass man quasi, also wenn man nachher kommt, also wenn man nachher auch einfach joinen kann und wenigstens mitlaufen kann. Genau, also, ja, man hat ja dann zwar keine großen Chancen mehr, aber man Ja. kann wenigstens dabei sein. Okay, ja, auf jeden Fall. Oder wie gesagt, es muss ja nicht ein Death Run sein, es kann ja auch irgendwas anderes sein. Weiß ich nicht, ob ihr da noch irgendwelche anderen Varianten im Petto habt. Ideenportfolio ist auf jeden Fall da. Da sind wir natürlich auch so ein bisschen auf die Community angewiesen, dass wir da so ein bisschen mehr an Ideenportfolio noch kriegen. Sind da gerne bereit, das Ganze noch zu erweitern. Und wenn irgendjemand sagt, ich hätte gern genau das oder das finde ich total cool, das könnte man mal als Projekt veranstalten, dann suchen wir uns da irgendwas von aus und dann kriegen wir das hin. Oder ihr sucht es aus. Warum nicht? Was ich da vielleicht ans Herz legen kann, es gibt einen, ich weiß nicht, ist das ein Plugin, das heißt Challenges. Da kann man ganz viele verschiedene Challenges auswählen. Also da gibt es dann hier Forced Mob, Forced Item, Forced Biome finden und sowas halt. Da gibt es ganz viele verschiedene. Da kann man gerne mal reinstöbern. Okay. Ich Das wäre ja können wir auf jeden gerne, Fall hast du. Schauen wir uns an. Gut, dann war es das erstmal von mir und Vielen, dickes vielen Dank. Dankeschön an alle, die es möglich gemacht haben. Vielen lieben Dank. Aber Raphael ist so ein bisschen am Notieren nebenbei. Ja, dann wollen wir den nächsten einladen? Gut. Ja, dann lass doch mal Mio hoch. Ne? Ich gehe mal von oben nach unten. Ja. Hallo. Hallo. Also es hat sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Ich musste leider in der Zeit einmal kurz essen, aber sonst fand ich es sehr cool. Mich hat es am Anfang ein bisschen gestört, dass Leute im Spectator-Modus auf einmal mich so ganz schnell überholt haben. Ich dachte erst, dass irgendwelche, also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was die Spectator waren. Aber, also natürlich gab es ein paar Probleme, aber ich fand es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's eigentlich. Vielen Cool, lieben danke. Dank. Ich glaube, das mit dem, dass man die Spectator in der Typelist nicht erst solch erkannt hat, das ist auf jeden Fall etwas, was wir fürs nächste Mal ändern werden. Ja. Oh, Und, Hauptsache also ich ist, glaube, so da Ehre hat hat Johannes auch gewonnen. direkt drauf So geantwortet. Ehre hat Mich hat es ein bisschen gewonnen. gestört, dass man nicht so weit sehen konnte, dass die View-Distance sehr niedrig war. Aber dann wurde gesagt, dass es wegen Performance so ist. Aber da wollte ich ganz kurz nachfragen. Also ich weiß nicht, mit was für einer großen Spielermenge ihr gerechnet habt, aber aus Performance-Gründen die View-Distance, ich glaube, das waren ja 6 Chunks oder so. Also das war schon sehr, sehr niedrig. Wir hatten Ja. mit bis zu 150 Spielern kalkuliert, weil natürlich hatten wir gesagt, okay, es werden eher an die 20 sein, aber wir hatten ursprünglich gesagt, okay, wir erlauben bis zu 150 und dementsprechend waren die Serverressourcen auch auf 150 Spieler ausgelegt. Und da war Okay. eben ein Punkt, dass man sagen musste, okay, Herzlichen 6 Glückwunsch, Chunks Lulu. ist das Herzlichen Maximum, was geht. Glückwunsch. Beim nächsten Mal drehen Ja, wir das okay. sicherlich ein bisschen auf. Okay, das war's eigentlich. Vielen lieben Dank. Haben wir so Immer gerne. Klötzchen Ehre ist gerettet. So. Ja, dann noch Maurice, oder? Bitte dran. Hallo, hallo. Hallo. Ja, ich habe auch nicht viel zu sagen. Ich würde nur etwas ganz zu der Bedrock-Wand da sagen. Also ihr habt das irgendwie bis nach ganz unten gezogen, deswegen war auch dieses Loch da. Ihr könnt auch einfach nur, dass die Bedrock-Wall halt so bis zum Boden geht und dann mit dem Commander solche mit Worlded das wegmachen. Und das wird ein Hunger. Also ich weiß nicht, ob ich da nur für mich rede, aber so, dass man die Herzen nicht regeneriert, macht ja irgendwie Sinn. Bin ja auch gestorben. Aber so mit einem Hunger war irgendwie nur lästig. Also weiß jetzt nicht, ob ich da nur für mich rede, aber so dauernd zu Essen zu suchen, war ein bisschen, ja, keine Ahnung.
Fand ich jetzt nicht zum Teil zum Death Run, aber vielleicht rede ich ja nur für mich. Aber Wir generell, finden ja. sicherlich eine Lösung, ja. Ja, aber ich finde Dankeschön. generell, das war ein cooles Event. Dankeschön. Gerne. Ja, gerne. Danke für dein Feedback. Alles klar. Haben wir sonst noch irgendjemanden? Ich denke, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Gibt's da noch jemanden? So, ich versuche mal unsere Gewinnerin zu kriegen in den Discord. Ich hoffe, sie liest das. Dann kommt in den Discord. Wir müssen unsere Eule interviewen. Ja. Komm mal. Komm mal. Ja. Wir schauen mal, ob unsere Susu uns beehrt. Ha? Einen Augenblick. Wir müssen noch ein Interview machen hier. So. Wir warten auf unsere Susu. Hoffen, dass sie es schafft. Oh. Genau, herzlichen Glückwunsch an unsere Suera. Die hat tatsächlich den ersten Platz gemacht. Ich fasse es gar nicht. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, kann ich das sagen. So, ich guck mal, ob sie es schafft, in den Chat zu kommen. Ich glaube, sie braucht erstmal irgendwo einen... Versuch mal, sie so anzuschreiben. So. Wir wollen uns doch ja alle gratularisch auf jeden Fall, genau, danke an Johannes und überhaupt an Utopia. Das war ein sehr lustiges Projekt. Mama, Chat. Komm, sei nicht so schüchtern. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Hörst du mich? Hm? Da ist die Eule. Herzlichen Glückwunsch, Eulchen. Erster Platz. Wow. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Der Wahnsinn. Ich dachte ja wirklich, ich sterbe innerhalb von den nächsten ersten 10 Minuten. Aber Das ist ja echt, das ist ja so krass. Das ist ja so krass. Weil, wie gesagt, mir ging ja 4 Minuten schon die Luft aus. Und ich muss dazu sagen, ich hatte von der Song auch keine Ahnung. Also, ich habe mein Bestes gegeben und Stine ist vor mir gestorben und na, und Nonstop hat es ja nur gerettet, weil er essen war.
Aber die Plätzchen-Ehre hast du perfekt vertreten und vor allen Dingen, du hast bewiesen, du kannst dich nur kreativ und fliegen. Das ist doch Genau, ich super. kann auch sehr gut zu Fuß gehen. Ja, vor allen Dingen sehr schnell. Vor allen Dingen, ich hatte den Eindruck, du hast ja überhaupt kein Werkzeug gehabt, bis auf deine Holzaxt, kann das sein? Dass du nur die Holzaxt Ja, ich hattest hatte und eine zwar, ich Werkbank? hatte 2 Holzäxte, ich hatte eine Steinpicke, aber ich habe mir sogar Eisen habe ich mir abgebaut. Ich habe nichts gebraucht. Ich habe einfach nur mein Boot gebraucht, mein Boot und die Axt. Mehr habe ich einfach nicht gebraucht. Also Ja. ich muss ja sagen, ich hatte am Anfang überlegt, ob ich auch diese Taktik wähle. Jetzt war ich mir aber nicht sicher, kann man essen, kann man nicht essen. Und ich bin davon ausgegangen, nachdem ich ja die halben Herzen durch den Fallschaden verloren hatte, dass ich dann irgendwie Hunger kriege. War aber dem nicht so, ich konnte nichts essen. Und dann stand ich irgendwo im Mhm. Meserbiom, es wurde Nacht und dann hörte ich nur noch so ein Klappern, hab aber nichts gesehen und dann machte es plötzlich Push und weg war ich. Und als ich wieder zurückkam, habe ich nicht mehr das Skelett gesehen. Also ich habe da definitiv nichts gesehen. Das muss ich gut versteckt haben. Das einzige Skelett auf dem Server trifft mich. Toll. Natürlich den Fuchs, ja, wen auch Ja, jo, sonst. jo, jo. Hast du unterwegs die Füchse entdeckt? Die haben dich angefeuert. Und Stina und ich waren die ganze Zeit in deiner Begleitung. Du hattest ja irgendwie gesagt, dass du irgendwie uns so ganz leise hörst. Nein, euch nicht. Ich habe die Leute gehört, die wo da im Spectator, also die das geleitet haben quasi, die habe ich gehört. Weil ich habe nämlich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Falltür betätigt habe oder ins Wasser gesprungen bin, ich habe es übers Mikro, hab ich quasi mich selber gehört. Ah, Deswegen habe ich okay. immer gewusst, okay, ich werde gerade von denen beobachtet. War ein bisschen unangenehm. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ja, aber in dem Falle, wie gesagt, kannst du das im Stream nachgucken. Wir haben dich hier angefeuert wie in einem Fußballspiel. Also da Jetzt ging es anfangen. über Suira Rennen. Du kennst ja wahrscheinlich den Film, den Pendant-Film. Hallöchen. Den Film. Und Ja. was stehst du denn jetzt hier vor mir? Hey, Projektleitung. Okay. Interview. Mit der Gewinnerin. So verscheucht man den Projektleiter. Genau. Aber wenn, dann machen wir das hier professionell und wenn ich schon nicht lange überlebt habe, verdient es auf jeden Fall der Gewinner hier interviewt zu werden. Und ja, also Eulchen, wie gesagt, die ist ja in Babypause immer noch. Ne? Also Mhm. ist ja zeitlich sehr, sehr beschränkt und deswegen seht ihr sie momentan nicht im Projekt, aber im Hintergrund hält sie natürlich immer Ausschau, was wir so treiben, was wir machen. Also da nimmt sie schon teil und guckt immer so ein bisschen, was wir da machen. Wir vermissen dich übrigens alle ganz doll. Auch der Chat vermisst dich, die Community. Die haben alle schon gefragt, wo Ja, ist ich unser vermisse euch Eulchen? auch. Aber Ja, ich bin froh, Eulchen, dass ja, das hier jetzt funktioniert hat, ja, weil der Papa auf die Kleine gerade aufpasst und genau. da ist das, ja, das ist gut. Gruß und Drückerle gehen raus an Papa und Baby. Und Ja, ich danke. finde das super klasse und vor allen Dingen dann gleich so einen Preis zu gewinnen. Das ist ja Wahnsinn. Gleich hier den Ich ersten weiß gar Platz nicht, zu was. machen, der ist nicht von Papa. Der ist richtig Ja. cool. Ja, also, wie gesagt, Mhm. Grüße ans Eulchen von der Jessica, von Jessica Melody. Die kennst du wahrscheinlich noch Ah, aus dem Bauteam. ja, ja, danke schön, Und danke hallo schön, ganz lieb. Leonardo. Mhm. Und wie gesagt, wir freuen uns natürlich wie die Irren, weil sehr viele aus unserem, sagen wir mal, Klötzchen-Imperium, nenne ich es mal, waren hier Mhm. Tatsache am Start. Und das freut mich ganz besonders, also dass da so viele waren. Das ist gut. Ich weiß nicht, was er hier ständig von uns will. Können wir hier eigentlich die Invoice benutzen? Können wir hier die Invoice benutzen? Oh, ich habe die Invoice für die 1.20.4 leider nicht. Okay, dann müssen wir mal gucken. Gibt es was Besonderes? Hä?
Auf jeden Fall, wie gesagt, freut's mich wahnsinnig. Freut's mich wahnsinnig, nach so langer Zeit, ja, wieder mal dich zu sehen, live zu erleben, auch wenn ich jetzt quasi den Flugfuchs gespielt habe, sonst ist ja mal umgedreht. Ne? Also, wir haben dich ja angefeuert und ich hatte wirklich manchmal einige Probleme, wenn ich dann so gesehen habe, oh Gott, da kommt Lava und sie rennt da in einem Affentempo über die Map. Ganz ohne Furcht. Einfach hoffen, Ja. dass die anderen sterben. Genau. Und das war ja auch teilweise der Fall so, aber dass du auch am weitesten kommst, wo du ja doch relativ weit zurücklagst. Aber die anderen sind anscheinend immer so Umwege gelaufen oder haben sich doch eher auf Aufrüstung und sowas. Also ich habe sogar irgendwas von Diamanten gelesen gehabt, also so als Erfolg. Das finde ich für eine Stunde Spielzeit ziemlich unnötig. Für was brauche Ja. ich Dia-Tools? Das Also brauche ich nicht. ich Lieber für eine Stunde. hatte, nachdem ich mir mein Essen gebraten hatte, habe ich auch gesagt, so unnötig. Konnte ja nichts Ja, essen. genau. Ja, Ja, und also ich hatte Glück, ich hatte sehr viel Meer, sehr viel Wasser. Ich konnte sehr viel mit dem Boot traveln. Da kommt man gut voran. das war auch so mein Plan, dass ich gedacht habe, also ich versuche irgendwie so schnell es geht Richtung Wasser zu rennen, aber wie gesagt, das Mesa-Biom kam mir dazwischen, weil ich auf der Suche nach Eisen war. Also ich denke mal, wenn ich den nächsten Death Run mache, mache ich wie die Eule. Ich hole mir eine Holzachs und gib ihm. Genau. Einfach laufen und Hoffe, dass wie gesagt, irgendwo ein hoffen, dass die Dorf anderen ist, sterben. wo ich mir dann das Brot Genau. und das Heu zusammenklauben kann und Mhm. oder schlachte alles, was Mhm. unterwegs ist und es ist roh oder was auch immer. Ist ja Das habe ich wurscht. anfangs auch gemacht. Einfach irgendwo eine Sau schlachten oder eine Kuh, irgendwas. Ja. Ist völlig egal. Auf jeden Genau. Fall habe ich dich schon lange nicht mehr so über eine Map rennen sehen, aber ihr seht, wie gesagt, wir sind wirklich nicht nur Kreativspieler. Jeder hat hier so seine Taktiken und Spezialitäten. Mhm. Und das Witzige ist, wie die sagt, die Eule hat es am wenigsten erwartet. Da war es nämlich noch gar nicht sicher, dass sie überhaupt spielen konnte, wollte, hätte Zeit gehabt und so. Und dann kommt sie auf den letzten Drücker und macht hier das Rennen. Also besser geht's ja gar nicht. Und Das auf das ist ja Ding. Wahnsinn. Ja, Total. super. Vor allen Dingen, ich hatte es Ja. ja nicht gehofft. Ich hatte ja immer nur gesehen, irgendwie 4 Spieler noch da. Und hab mir dann so gedacht, wie werten die das nachher? Also es scheint wirklich so zu sein, dass derjenige, der am weitesten gerannt ist, Gewinner war. Mhm. Das heißt, du hast an irgendeinem Punkt dann alle quasi überholt. Hallo Leonardo. Ja, nick. Ja, ich habe aber ewig Zeiten gebraucht, um überhaupt die Rangliste überhaupt richtig lesen zu können. Ich war da Ja. voll irritiert, Ich hab da weil die gar nicht Leute mehr vom Spectator auch. raufgeguckt. Ja, ich war voll irritiert. Ich habe einfach gehofft, okay, das wird schon stimmen, so. Ja. Auf jeden Fall, wie Genau. gesagt, sind wir alle mega stolz. Du hast das Klötzchen-Team perfekt vertreten. Also besser geht's gar Na, nicht. sowieso. Und in Zukunft, weißt du, das hat nämlich einen besonderen Grund, warum ich hier bei Utopia bin. Okay. Weil unser Momentum-Server und unser Community-Server ziehen Tatsache auf Utopia. Yay, die sind dann auf einem okay. Server. Ja, einem richtigen Okay. professionellen für kleines Geld. Also ich Also bin das jetzt heißt, in dem Sinne das kein Ganze wird Partner, weil wir sind ja ein großes Klötzchenunternehmen. Ich sag mal so, wir haben ja nicht nur so kurzfristige Events, sondern wir haben ja Momentum als Langzeit-Event. Da sind ja schon alleine 20 Plätze vergeben und dann haben wir den Community-Server, der macht auch nochmal momentan 60 Slots. Also wie gesagt, wir sind da doch schon relativ groß und lange Zeit unterwegs und ja, deswegen habe ich im Gegensatz zu den kleinen Events, weil sowas kann man nämlich auch mal machen, eine Partnerschaft, ne? Also da helfen die euch auch weiter, wenn ihr mal ein Event machen wollt oder so. Aber wir sind jetzt fester Vertragspartner von Utopia. Oh, Ja. das ist nicht schlecht. Das heißt, dass die Klötzchenbande ein bisschen prominenter wird. Yep. Mit prominenter. Weil wir uns gesagt haben, Utopia, wie gesagt, die leisten genauso gute Arbeit und sind noch viel, viel persönlicher in der Betreuung und Beratung als mein alter Anbieter, also wo wir jetzt zurzeit ja sind. Und bei dem anderen haben wir ja gar keine persönliche Ansprache und haben wir gedacht, das werden wir jetzt ändern. Und wir wachsen quasi jetzt zusammen. Das heißt, Utopia wächst, wir wachsen, alles gut. Und Super Sache.
ja, einige von den Klötzchen sind da halt auch in die Partnerschaft eingetreten, wie unsere Padma. Die Stine ist schon lange dabei und einige andere auch. Also der Leo hat eine Partnerschaft mit denen. Also wie gesagt, schaut euch mal, den Link findet ihr bei mir auch in der Videobeschreibung. Schaut euch ruhig mal bei denen um. Das ist ein zwar sehr junges Team, aber ich muss sagen, auch nachdem Kirito sie ein bisschen so getestet hat, die wissen genau, was sie tun. Also die sind richtig professionell, auch wenn wir eigentlich in unserem Alter das Gefühl haben, die sind ja alle, könnten alle unsere Kinder sein. Aber die machen richtig coole Arbeit. Ja. Weil ich Ja, glaube, glaube ich schon. der Johannes oder so, der sich um Server und dergleichen kümmert, ich glaube, der gehört noch zu den Ältesten und der ist, glaube ich, 24 oder so. Ja, also lasst euch nicht von dem Alter der Truppe abschrecken. Die machen wirklich fantastische Arbeit. Ihr seht es auch an dem Server hier. Also, die haben innerhalb kürzester Zeit die Anfangsschwierigkeiten überwunden. Es ist ein Bedrock Java Server, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, ob Bedrocker überhaupt hier mitgespielt haben, weil das relativ kurzfristig auch erst, glaube ich, bekannt wurde. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr gemerkt, es läuft hier absolut leckfrei. Ja, also ich hatte am Anfang, hing ich irgendwo fest, aber das war bei mir so ein Internet-Schluck auf, sage ich mal dazu. Dann ruckel ich manchmal so. Aber ansonsten, perfekt. Und ich bin gespannt, was die hier noch so auf die Beine stellen. Also wie gesagt, wenn man mal ein Event machen will oder so, sind die richtig perfekt. Mhm. Ja, wenn man Ja. also mal so kurzfristig was veranstalten will. Weißt ja, wir haben ja auch immer verrückte Ideen oder so. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, kann ich euch die nur ans Herz legen. Ein super klasse Team, ein super nettes Team. Und ja, und was mich super freut, wie gesagt, ist, dass unsere Susu gewonnen hat. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Das ist so klasse. Weil ich glaube, du bist jetzt fast ein halbes Jahr, glaube ich, warst du nicht mehr am Ja. Spielen. Irgendwie so, halbes Jahr fast. Ja, Ja, genau, kommt Ja. hin, ja. ungefähr ein halbes Jahr. Also wie gesagt, weil viele haben schon nach dir gefragt, haben dich vermisst, aber ich habe dann immer gesagt, so ist in Babypause, die muss ihr Küken halt großziehen und dann ist das normal, weil man sagt immer, das erste Jahr ist eh das stressigste. Ne? Also bis da ein gewisser Rhythmus drin ist und man einen bestimmten Taktung des Tags wieder hat. Weil Ja. Kinder verändern nun mal alles. Das ist normal. Und dann war das ja auch noch mit dem Umzug, was haben ja auch viele mitgekriegt. Der ganze Stress. das Ich war schwierig, hoffe, ja. ihr habt euch jetzt in eurem Nest eingelebt und es geht allen den Ja, im Großen Umständen und Ganzen. entsprechend, also dass der Stress auch langsam von euch abfällt und ihr euch da Ja. wohlfühlt, wo ihr seid. Ja, sowieso. Jeden Fall Ja. freut es mich wahnsinnig. Und warte mal. Kraule. Das mache ich jetzt mal stellvertretend für alle aus dem Team. Kraule. Oh, wie ich es vermisst habe. Ist das schön. Ja, ich hab's auch vermisst. Ja. Also wie Ach, gesagt, toll. auf jeden Fall, wie gesagt, war das sehr schön. Also wie gesagt, ich bereue es nicht, totgegangen zu sein. So konnten wir dich in deinem siegesreichen Run über die Map begleiten. Stine ist auch immer kräftig um dich rumgeflogen und Erdbeer und ja, du hattest quasi eine Dreierbegleitung. Ich hab's so ein bisschen mitgekriegt, ja. Ja, wir flogen immer so, wir mussten ein bisschen aufpassen, dass man sich natürlich nicht immer gegenseitig behindert, weil wir uns natürlich sehen und ja, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, wenn du streamst, hast Ja. du dann, wenn ich dann so vor dir bin halt und jetzt Stine hinter mir wäre, dann würde sie mich sehen. Also dich Ja, klar. durch mich sehen sozusagen. Und das war etwas aufregend. Ich habe dich also ein paar Mal verloren. Habe ich mitgekriegt, ja. Aber Ich konnte dir nur leider nicht helfen. Ja, aber netterweise, wie gesagt, haben sie mich ja immer wieder zu dir hingeportet. Also von daher, weil das ein bisschen schwierig war, weil da so ein paar Unstimmigkeiten am Anfang gaben. Aber wie gesagt, ich habe auch gleich dazu gesagt, ich habe dieses Tatsache noch nie gespielt. Also von daher alles gut. Also nächstes Mal machen wir die Eulentaktik. Das heißt, wir werden den Stream dann auch so nennen. Bubu fährt die Eulentaktik. Und rennt mit einer Nicht Holzaxt. fahren, fliegen. Genau. Und rennt mit einer Holzaxt quer über die Map mit 3 Scheiben Brot. Wahnsinn. Das war ein bisschen mehr wie 3. Aber es war genial. Es war genial. Ja.
Hat auf alle freut Fälle mich mega viel wahnsinnig. Spaß gemacht. Also beim nächsten Mal bin ich auf alle Fälle wieder dabei. Jo, das freut mich. Ja. Gut, dann werde ich jetzt Ja. den Stream beenden, weil wir haben 18 Uhr und ihr Mhm. wisst ja, 18 Uhr ist ja bei mir immer Pause bis 20:30. Heute fangen wir um 20:30 an, wieder mit Momentum. Ihr wisst ja, wir sind ja chillig am Renaissance bauen. Gerade jetzt fehlt unsere Eule natürlich besonders, aber wir geben unser Ja. Bestes. Ich hoffe, wir vertreten dich halbwegs, was Ja, unsere ihr schafft Bauten das schon. angeht. Und Ihr seid ja ja, super. ich sag mal so, Grüße gehen raus nochmal an Roy und Kind. Ne? Ja. Ja, danke, danke. Und ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Death Run, Speedrun, was auch immer uns hier noch erwartet. Mhm. Also wie gesagt, je nachdem, umso mehr ihr natürlich hier den Discord von Utopia auch joint, umso eher kommen natürlich die Events, weil die schon gesagt haben, also mehr oder weniger angedroht haben, umso eher sie natürlich bestimmte Marken überschreiten. Diesmal waren es 600. Ich schätze mal, bei dem nächsten Mal könnte es 1000 sein. Also versucht es mal voll zu kriegen, denn dann haben wir hier wieder ein lustiges Event, bei dem ihr natürlich alle mitkommen könnt und mitspielen könnt. Ihr müsst halt euch nur anmelden dann hier. Also das ist alles kostenlos. Jo. Ja, und ansonsten, wie gesagt, geht es heute Abend um 20:30 Uhr weiter mit Momentum, mit dem Team. Und ja, Euchen, feier schön. Genieße deinen Sieg. Ja, Ja. also die Challenge steht offen. Wer schlägt als nächstes die Eule? Ich weiß es nicht. Ich werde es Ich bestimmt bin nicht bereit. sein. Ich bin es bestimmt nicht. Aber wie gesagt, ja, das war es hier vom Utopia Gaming Server, also utopiagaming.de Server. Und ich freue mich auf den nächsten Event, den wir hier vielleicht irgendwann mal wieder starten werden. Und ja, ich sag Tschüss. Tschüss, Soera. Und Jo, vielen ich Dank auch. fürs Zuschauen, Abos und Like und so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis nachher. Ciao, ciao, eure Tschüss. Bubu. Ciao. So.